herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Wie ihr das Stück Parsons Farewell schneller auswendig ins Gedächtnis bekommen könnt und das auch bestimmt auf andere Stücke übertragen könnt, zeige ich euch in diesem Video. Letzte Woche gab es ein Play-Along für euch, da konntet ihr mitspielen mit diesem Stück aus dem 17. Jahrhundert aus England, Parsons Farewell. Das könnt ihr euch noch anschauen, das Video, und noch immer mitspielen. Die Noten gibt es auch dazu. Ich verlinke das unten in der Infobox. Und wenn ihr euch die Noten heruntergeladen habt und ausgedruckt habt, dann könnt ihr auch noch besser diesem Video heute folgen. Also erstmal ein ganz allgemeiner Tipp zum Auswendigspielen. Fangt früh damit an. Ich meine jetzt früh bei einem neuen Stück. Wenn ihr noch wenige Durchläufe gespielt habt an dem Stück und es noch wenige Male gab, wo ihr von den Noten gespielt habt und eure Finger sich das Stück vielleicht irgendwo eingeprägt haben, aber es nicht abrufbar ist, wenn ihr es jetzt ohne Noten spielen müsstet. Je früher ihr damit beginnt bei einem Stück, desto besser wird es klappen. Aber jetzt wollen wir mal anhand dieses schönen Tanzstückes schauen, wie ihr da vorgehen könnt. Zuallererst würde ich eine Einteilung des Stückes machen. Also gucken, wo sind die musikalischen Abschnitte. Natürlich haben wir hier zwei Teile in dem Stück. Das sieht man ja gut, wo die Doppelstriche sind mit den Wiederholungen. Also das Stück besteht aus einem ersten Teil und einem zweiten Teil. Aber innerhalb dieser Teile gibt es nochmal musikalische Unterteilungen, die dann auch gleichzeitig eure Atemstellen werden. Und da können wir in diesem Stück ganz einfach im ersten Teil eine Zweiteilung hören. Das ist, glaube ich, für jeden leicht zu hören. Also da würde ich euch raten, schon mal eine kleine Zäsur reinzuschreiben, ein Atemzeichen. Zäsuren müssen nicht immer auch Atemstellen sein und umgekehrt, aber hier würde ich das jetzt mal machen. Und im zweiten Teil haben wir eigentlich im Groben auch eine Zweiteilung, aber das kann man auch noch mal in viele kleine Stückchen unterteilen, was euch ja hilft beim Auswendiglernen. Und bevor ihr dann losspielt und versucht es auswendig zu spielen, würde ich euch raten, schaut mal bei diesem Stück und bei jedem Stück, das ihr auswendig spielen wollt, welche Töne kommen überhaupt vor. Also wirklich mal gucken, welche Töne habe ich. Ich habe ein F, ich habe ein D, ich habe ein hohes A und so weiter. Ich habe kein Fis und das B, was vorne hinterm Violinschlüssel angekündigt wird, weil es einfach die Tonart angibt, das kommt gar nicht vor, also Glück gehabt sozusagen. Dann kann aber auch kein H vorkommen. Einfach mal gucken, ja, was kann mir denn alles begegnen? Beziehungsweise, wenn ich beim Auswendig versuchen jetzt irgendwo ein Fis reinspiele oder ein S oder ein Cis, dann kann das deshalb schon nicht stimmen. Das könnte euch schon mal helfen, wenn ihr euch das vorher klar macht. Und um jetzt eine Einteilung in etwas kleinere Stücke zu finden, die ihr dann bearbeiten und üben könnt, achtet mal auf wiederkehrende Motive. Also ganz kleine Teile der Melodie, die vielleicht zweimal kommen. Oder die zweimal kommen, aber auf anderer Tonstufe. Und was passiert beim ersten Mal mit der Melodie? Da endet sie sozusagen auf einer langen Note. Aber wenn das Gleiche jetzt nochmal einen Ton tiefer kommt, geht es hinten anders weiter. Das ist jetzt alles erstmal nur eine Erforschung, dass ihr einfach mal das Stück erforscht mit den Noten vor der Nase. Natürlich ist es super, wenn ihr diese kleinen Motive und Stückchen und Ausschnitte dann auch gleich versucht zu spielen. Aber wir wollen jetzt erstmal einen Überblick bekommen,
Ihr könnt zum Beispiel auch Ausschau halten nach kleinen Motiven, also kleinen Stückchen mit Noten, die ein Tonleiterausschnitt sind. Wo man also ganz deutlich raushört, da steckt eine, hier zum Beispiel D-Moll-Tonleiter drin. Und wenn man sich das bewusst macht, könnte das schon mal ein bisschen einfacher werden, zu wissen, welche Töne sind da drin und bis wohin spiele ich denn. Also hierzu auch nochmal der wichtige Tipp, beschränkt euch vielleicht mal auf wenige Takte, die ihr dann versucht auswendig zu spielen, nicht gleich das ganze Ding. Natürlich müsstet ihr euch, wenn ihr das auswendig können wollt, die Melodie einprägen. Das kann man natürlich, indem man sich ganz oft anhört, aber man kann es auch, indem man versucht, die Melodie nachzusingen oder zu summen. Das braucht nicht schön zu klingen, das ist nur für euch, dass ihr überhaupt auch mal ein Gefühl dafür bekommt, geht die Tonfolge nach oben oder nach unten. Das fällt vielen Menschen schwer, die zwar vielleicht ein Instrument spielen, aber die gar nicht hören können. Manchmal geht jetzt eigentlich die Melodie rauf oder runter. Das müsst ihr wirklich mal ein bisschen ausprobieren, ob ihr das hören, nachsingen könnt. Ein anderer Weg, um das auswendig zu lernen und ein anderer Kanal, über den ihr das auswendig lernen dann übt, sind natürlich die Finger, dass ihr das Stück sozusagen in die Finger bekommt. Und das geht nicht nur, indem ihr es ganz oft spielt, sondern hier rate ich euch wirklich, euch mal nur auf die Finger zu konzentrieren und mal ganz kleine Einheiten zu nehmen, zum Beispiel so ein Motiv. Das sich ja auch gut ins Gehör einprägt, aber mal zu fühlen, wie greift sich das? Also auf der Altblockflöte wäre das hohe A, also geknickter Daumen und dann das F. Da muss ich ja fast alle wegnehmen, aber muss den Daumen gerade machen. Und auf der Sopranblockflöte muss ich auch mit dem geknickten Daumen anfangen, mit diesem hohen A und dann kommen ganz viele Finger hinzu und der Daumen bleibt aber geknickt. Sich das einfach mal klar machen, das ist so ganz naheliegend, aber das macht man nicht, wenn man automatisiert spielt. Das könnt ihr natürlich mit geschlossenen Augen machen, indem ihr auch vielleicht gar nicht reinblast in die Flöte. Ihr könnt natürlich auch in die Ferne gucken, aber man kann sich noch besser konzentrieren, wenn man gar nichts sieht. Und ihr könnt das sogar mal ohne die Flöte üben. Oder sogar noch einen Schritt weiter gehen und die Fingerbewegung nur vor eurem inneren Auge sehen. Also gar nichts bewegen, euch nur vorstellen, ihr würdet das tun. Dann gibt es natürlich noch den Weg, dass ihr visuell euch das Stück einprägt. Einfach die Noten euch einprägt. Und auch hier hilft euch wieder das innere Auge. Ihr könnt die angucken und euch das versuchen zu merken. Das wird aber oft nicht so gut klappen. Auch hier vielleicht mal die Augen schließen und nicht das ganze Stück, aber bestimmte kleine Abschnitte innerlich vor sich sehen. Und natürlich könnt ihr all diese Arten kombinieren. Ihr könnt es innerlich vor euch sehen und es dazu greifen. Ihr könnt es innerlich vor euch sehen und innerlich vor euch sehen, dass ihr das greift. Also da müsst ihr mal ein bisschen eure Fantasie walten lassen. Was auch immer super funktioniert, um ein Stück auswendig zu lernen, und das wollen wir jetzt hier auch mal versuchen, ist, dass ihr es mit einem Text verbindet. Also zum Beispiel so: Bier auf Wein, das lass besser sein, und Wein auf Bier, ja, das lob ich mir. Auch hier würde ich jetzt an eurer Stelle nicht hingehen und den ganzen ersten oder den ganzen zweiten Teil gleich mit Text versehen, sondern wieder nur diese kleineren Einteilungen. Ja, saufen, lalala. Lass das besser sein und bleib alkoholfrei. Und mit dieser ganzen Geschichte könnt ihr auch hinten anfangen. Das hat jetzt gerade wieder ein Zuschauer unter eines meiner Videos kommentiert. Der hat geschrieben, ich übe auswendig, indem ich beim letzten Takt anfange und dann immer wieder einen hinzunehme. Ich würde jetzt vielleicht nicht den letzten Takt nehmen und dann immer einen Takt hinzunehmen, sondern ich würde dann vielleicht übungshalber auch mal hinten anfangen, aber dann mit dem letzten kleinen Abschnitt.
weil ich denke, es funktioniert gut, wenn man es mit dem musikalischen Sinn verbindet. Also jedes unserer kleinen Ministückchen hier hat ja so eine kleine eigene Melodie. Und das prägt sich dann besser ein, als wenn ihr pro Takt nur rein die Noten euch irgendwie einprägt. Aber das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass ihr nicht vorne anfangt auswendig zu üben und nach hinten geht es dann immer schlechter, weil natürlich eure Konzentration nachlässt und das Aufnahmevermögen. Und so ist der Effekt ganz schön, dass es nach hinten immer leichter geht, weil ihr das ja schon geübt habt. Ja, ich denke, so könnte es klappen, dass ihr das auswendig übt. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob das euch gelingt, dieses Stück auswendig zu üben. Ob ihr noch bessere Tipps habt, wie man das bei diesem Stück oder bei einem anderen Stück machen könnte. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und jetzt noch der super mega Tipp, lasst Fehler zu. Ärgert euch nicht, gerade beim Auswendigspielen. Das hat eine ziemlich niedrige Frusttoleranzgrenze bei vielen. Und das ist aber normal, vor allem wenn ihr das nicht so oft macht. Einfach immer wieder probieren und wenn es nur 2 Takte sind, die ihr mal geschafft habt, seid stolz drauf und probiert unbedingt weiter. Und unbedingt solltet ihr auch weiter meine Videos anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid auf Veras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, tschüss!